Ein kurzer morgendlicher Flug von Frankfurt nach Kopenhagen bildet den Auftakt zu unserer Reise in den äußersten Norden Europas. Innerhalb von 2 Tagen möchten wir zunächst die Hauptstadt Dänemarks näher kennenlernen, deren Zentrum man von Flughafen aus per Metro in knapp 15 Minuten erreicht. Von hier aus trennt uns nur noch ein kurzer Fußweg von unserem in idealer zentraler Lage gelegenen Hotel. Danach machen wir uns sofort auf den Weg zu einer der beliebtesten Attraktionen der Stadt, dem Nyhavn. Der Stichkanal des Hafenstroms entstand schon 1673 und sollte als der neue Hafen den Seehandel dichter an das Stadtzentrum bringen. Heute sorgen die malerischen Häuser mit ihren historischen Fassaden, gemütlichen Cafés und die lebhafte Atmosphäre für ein einzigartiges Flair. Der wunderbare Aufenthalt am Nyhavn hat unsere Neugierde auf die weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt inzwischen stark gesteigert. Deshalb begeben wir uns nun zum nahegelegenen Pier der Hafenfähre, die uns nach einem Zwischenstopp am Opernhaus zur Anlegestelle Nordre-Toldbolt transportiert. Ein kurzer Fußweg bringt uns von dort zunächst zum Gefionbrunnen. Wenig später erreichen wir das Sehnsuchtsziel aller Kopenhagen-Touristen, die Statue der kleinen Meerjungfrau. Die rein elektrisch betriebenen Hafenfähren sind in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden und empfehlen sich auch wegen der eindrucksvollen Aussichten auf stattliche Gebäude entlang des Hafenstroms, wie etwa das moderne Schauspielhaus. Wenig später passieren wir die 2004 fertiggestellte Königliche Oper, eine der modernsten Bühnen der Welt. Danach geht es wieder auf die Westseite des Hafenstroms und wir erreichen den Ausgangspunkt unseres nächsten Spaziergangs. Zunächst einmal fallen uns hier die beiden königlichen Pavillons von 1905 auf, die nur genutzt werden, wenn Mitglieder der königlichen Familie von hier nach Holmen zu ihrer Yacht Dannebrog übersetzen. Wenig später stehen wir vor dem Gefionbrunnen, dessen Fontänen die Entstehung der Insel Seeland symbolisieren, Ergebnis einer Wette der mythischen Göttin Gefion mit dem schwedischen König Gylfe. Die anglikanische St. Albanskirche bildet einen dekorativen Hintergrund. Ein gärtnerisch wunderschön angelegter Weg führt uns nun zu dem Ort, an dem wohl jeder Kopenhagen-Tourist zumindest einmal gewesen sein muss. Die nur 1,25 Meter messende kleine Meerjungfrau, die zart und traurig auf einem Findling sitzend ihrem geliebten Prinzen nachtrauert, hat Edvard Eriksen im Auftrag von Brauereimagnat Carl Jacobsen geschaffen. Jacobsen berührte das Märchen von Andersen so sehr, dass er die Bronzenixe 1913 der Stadt Kopenhagen schenkte, ohne zu ahnen, dass er mit der nur leicht bekleideten Figur bei der Enthüllung zwar einen Skandal, aber gleichzeitig auch einen nie versiegenden Besucherstrom auslöste. Die Rückkehr zum Nyhavn erfolgt auf gleichem Weg wie die Hinfahrt per Fähre. Dann geht es wieder zu Fuß weiter und wir erreichen bald den zentralen Stadtplatz Kongens Nytorv mit seinen repräsentativen Bauwerken. Unsere Tour setzt sich anschließend durch die Fußgängerstraße Strøget fort und wir erreichen schließlich den Højbro-Platz mit der Absalon-Reiterstatue. Kongens Nytorv ist der größte Platz in der Innenstadt und schon allein wegen der prachtvollen Rundumbebauung und der dekorativen Gartenanlagen lohnt hier ein längeres Verweilen. Im Zentrum befindet sich eine Reiterstatue König Christians V.,
der den repräsentativen Platz im Jahre 1680 anlegen ließ. Die prächtige Fassade des Hôtel d'Angleterre flankiert die Westseite des Platzes. Staatsgäste, Filmstars und Wirtschaftsgrößen haben in der traditionsreichen Luxusherberge logiert. Auf der Südseite des Platzes befindet sich das 1874 im Stil der Neorenaissance errichtete Königliche Theater. Gleich gegenüber lässt sich im Magazin du Nord über 7 Stockwerke alles einkaufen, was das Herz begehrt. Eine Reihe origineller Sandskulpturen direkt vor dem Eingang ist einen näheren Blick wert. Dann geht es weiter durch Strøget, die längste Fußgängerstraße der Stadt, wo einfach nur Bummeln und Schauen angesagt sind. Unter königlicher Obhut befindet sich das Nobelkaufhaus Illum. Eine Auffahrt in die oberen Etagen lohnt vor allem wegen der Rooftop-Terrasse mit schönen Ausblicken auf die Fußgängerbereiche. Ebenfalls im Blickfeld ist der Højbro-Platz mit dem Storchenbrunnen, den wir kurz darauf von unten bestaunen. Auch eine Reiterstatue des bedeutenden dänischen Kirchen- und Heeresführers sowie Stadtgründers Absalon von Lund zieht hier alle Blicke auf sich. Direkt neben dem Denkmal befindet sich die Metrostation Gammelstrand, die wir für eine kurze Fahrt zum Rathausplatz nutzen. Ein kleiner Spaziergang führt uns von hier zum berühmten Freizeitpark Tivoli, wo wir unseren ersten Besuchstag ausklingen lassen wollen. Das Rathaus mit dem markanten Drachenbrunnen im Vordergrund wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im nationalromantischen Stil errichtet. Der Platz gehört zu den lebhaftesten Orten der Hauptstadt und wird für zahlreiche Freiluftveranstaltungen genutzt. Unweit von hier befindet sich der Eingang zum Tivoli, dem meistbesuchten Vergnügungspark der Welt. Seit seiner Eröffnung im Jahre 1843 begeistert er Erwachsene wie Kinder gleichermaßen. Neben all dem lebhaften Trubel findet man hier auch ansprechend gestaltete, ruhigere Areale. Mit einer Kostprobe des in allen Varianten erhältlichen dänischen Brotzeitklassikers Smørrebrød endet unser erster Besuchstag in Kopenhagen.